So, heute teste ich mal wieder einen Akkustaubsauger. Nachdem ich etliche Roboter getestet habe, ist mal wieder ein Akkustaubsauger dran. Und zwar habe ich mir natürlich hier auch ein interessantes Modell herausgesucht. Ihr wisst ja, oder wenn ihr die Akkustaubsaugertests auf meiner Seite gelesen habt, dass die Dyson-Modelle sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Die liegen ganz vorne an der Spitze, sind aber natürlich sehr, sehr teuer und nicht jedermanns Sache vom Preis her. Und deswegen habe ich mir gedacht, testen wir doch mal was ähnlich aussieht, aber viel, viel günstiger ist. Und zwar, ihr seht es schon, Debea nennt sich das Gerät, aber wenn ihr jetzt auf die Verpackung schaut, das sieht doch wirklich nahezu fast identisch aus wie der Dyson, finde ich. Also von der Farbgebung, nicht nur von der Farbgebung, sondern auch von der Form. Sogar hier die Verpackung ähnelt doch sehr stark dem Dyson, finde ich. Und von daher war das natürlich jetzt interessant, mal dieses Gerät zu testen. Das wird im Augenblick von verschiedenen Anbietern angeboten. Hergestellt wird es in China von einer Firma. Angeboten wird es unter anderem von Gearbest, aber auch über andere Anbieter. Teilweise ist es auch über Amazon erhältlich. Am besten schaut ihr da nochmal auf meine Webseite. Ich verlinke da die Bezugsquellen und auch die aktuellen Preise. Wir haben es von Gearbest bezogen und da kostet es etwas über 100 Euro, glaube ich, im Augenblick, aber es gibt da auch ab und zu Aktionen, das schwankt da immer ein bisschen. Preise binde ich euch auch auf meine Seite ein. Wir schauen jetzt mal, also wir sind natürlich gespannt, was ein Gerät jetzt hier so um die 100 Euro im Vergleich jetzt zum Gerät kostet. Beispielsweise der Dyson Total Clean, der kostet ja über 400 Euro und den kennen wir ja sehr gut, den nutze ich ja auch selbst. Und von daher werde ich den natürlich im Test jetzt immer mal ein bisschen heranziehen. Hier packe ich das Gerät jetzt erstmal aus und dann schauen wir uns mal so einige Tests an. Also ihr habt gesehen, das war das Saugrohr, dann war hier ein kleiner Adapter, der ist für spezielle Düsen. Und hier sind jetzt noch spezielle Steckdosenadapter, weil das Gerät wird offenbar weltweit verkauft. Und da gibt es hier einen Haufen Adapter, damit man das Netzteil in jede Steckdose bekommt. Warum das jetzt hier so viele sind und warum hier teilweise einige Adapter auch doppelt und dreifach vorhanden sind, ist mir jetzt auch nicht klar, muss ich gestehen. Aber nun gut, wichtig ist ja nur, dass der Richtige dabei ist und das war der Fall. Hier ist eine Kombidüse, das kennen wir vom Dyson auch. Damit kann man eben praktisch eine Fugendüse und eine Polsterdüse in einem. Ähnelt auch von der Konzeption den Dyson-Geräten, ist aber wesentlich, wesentlich kann man nicht sagen, ist aber auf jeden Fall kleiner. Und das hier ist die Bodenbürste, natürlich eine Elektrobürste, hat auch ein ähnliches Gelenk, kann man also wirklich auch sehr gut unter flache Möbeln schieben. Und die Bürste besteht laut Hersteller ebenfalls aus Carbonfasern. Also wenn das kein Zufall ist, ne? Der Dyson hat ja auch Carbonfasern. Allerdings ist die Bürste anders aufgebaut. Sie ist zum anderen wesentlich kleiner als bei den meisten Dyson-Geräten. Und sie ist auch leichter. Sie ist also macht nicht so einen wertigen Eindruck wie natürlich bei den Dyson-Geräten. Aber ich bin gespannt, wie die sich nachher schlägt. Ganz interessant ist das hier, das unförmige Gerät, ist eine Bodendüse, also eine Saugdüse mit kombiniertem Wischtuch. Vorne, das kann man sogar hochklappen, dann ist es nur ein Wischtuch. Also anfangs war ich da ein bisschen skeptisch, inwieweit man das wirklich nützlich einbringen kann, ob das da nur mehr so ein Gag oder damit was Interessantes dabei ist. Aber das hat durchaus einen gewissen Nutzen. Das werden wir nachher auch noch sehen. Das ist natürlich einzigartig. Das hatten wir bislang bei keinem Akkustaubsauger. Und hier noch ein Ersatz-Mikrofasertuch. So, das hier ist das Netzteil praktisch zum Aufladen des Gerätes. Da kann der Adapter angesteckt werden. Und dann passt das auch in deutsche Steckdosen. Der Staubsauger hat einen Akku ein Lithium-Akku, also ein hochwertiges Lithium-Akku mit 22,2 Volt
und 2200 mA. Also von der Kapazität entspricht das auch in etwa zum Beispiel dem Dyson Total Clean V6. Ist sogar 3 Watt, hat sogar 3 Watt mehr Kapazität. Also da kann man überhaupt nicht meckern. Für den Preis ist das Akku schon mal eine tolle Sache. Jetzt müssen wir nur noch sehen, ob auch die Leistung stimmt. Hier jetzt das Gerät selbst. Also die Bauform ist schon sehr, sehr ähnlich dem Dyson. Natürlich ist es nicht identisch, das ist jetzt kein Klon oder sowas, das wäre ja patentrechtlich schon gar nicht möglich. Aber es ist doch von den Entwicklern sehr, sehr viel da angeschaut worden, sagen wir es mal so. Und man hat doch sehr vieles ähnlich umgesetzt, aber eben immer ein wenig anders. Auch wenn eben die Steckverbindung hier fast kompatibel aussieht, ist sie das nicht. Der Schmutzbehälter kann unten aufgeklappt werden, kann aber auch komplett abgenommen werden. Hier habe ich mir noch ein bisschen schwer getan. Ich habe das Gerät ja hier auch das erste Mal ausgepackt, habe noch keine Anleitung gelesen und musste hier auch noch ein bisschen experimentieren. Aber hat man sich ein bisschen dran gewöhnt, funktioniert das eigentlich alles durchaus ganz ordentlich. Da kann man gar nicht meckern. Es ist auch eine Gummidichtung vorhanden, sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Für die Leute, die diese Art von Staubsauger, also diese pistolenartigen Staubsauger, das ist ja eigentlich eine Form, die Dyson zuerst rausgebracht hat, und die haben ja da auch sehr großen Erfolg. Dyson hat ja auch eine besonders hohe Saugkraft, die haben einen besonders guten Motor da auch noch drin. Die arbeiten ja alle nach dem Zyklonprinzip, das heißt, der Schmutz wird durch einen Luftwirbel praktisch abgeschieden. Das heißt, man hat, der Filter verstopft in der Regel nicht so stark. Im Idealfall soll da eigentlich fast gar nicht verstopfen, aber natürlich, das ist immer der theoretische Idealfall. In der Regel ist es schon so, dass natürlich auch der Filter mit der Zeit sich etwas zusetzt. Das werde ich nachher nochmal zeigen. Den kann man aber auch relativ einfach reinigen und bei dem Gerät sogar auswaschen. Ihr seht also, man kann das Ganze auch zerlegen. Beim Reinigen, also beim normalen Entleeren, muss man den nicht zerlegen. Da nimmt man einfach nur klappt man einfach nur den Behälter unten auf und dann wird der Schmutz fällt raus. Das heißt, mehr oder weniger, manchmal muss man da noch mit etwas reingreifen, wenn man sehr viele Haare staubsaugt. Das ist aber auch bei den Dyson oder bei den teuren Modellen der Fall. Das heißt, bei dem V8, bei dem neuen Modell, was wir auf unserer Seite getestet haben, da haben sie das etwas noch verbessert. Ja, ihr seht aber, wenn man eben das Gerät ab und zu mal richtig reinigen will, dann kann man es eben auch zerlegen. Und hier habt ihr eben gesehen, oder seht ihr gerade, dass man auch das Akku abklappen kann oder das Akku herausklappen kann. Ne? Das ist eine interessante Sache. Das ist bei dem Dyson wesentlich schwieriger. Das finde ich also sehr gut, weil man könnte natürlich sich dadurch auch einen Wechselakku besorgen und könnte dann eben natürlich auch die Laufzeit noch zusätzlich verlängern. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob man dieses Akku auch einzeln irgendwo bestellen kann. Ich habe es bislang noch nicht gefunden, aber kann durchaus sein. Wird es sicherlich irgendwann geben, denke ich mal, wenn das Gerät etwas weiter im Umlauf ist. Aber wie gesagt, nagelt mich da nicht fest. Ich weiß es momentan nicht. Wäre natürlich schön, wenn es das gäbe. Bei den Dyson-Geräten gibt es das nicht. Also da ist es nicht so als Wechselakku ausgelegt, sagen wir es mal so. Einzeln kann man es zwar kaufen, aber man kann es nicht so schnell wechseln. Was ist noch zu sagen? Ja, das Zusammenklappen, ihr seht, hier habe ich mich anfangs noch ein bisschen schwer getan, aber wenn man dann erstmal raus hat, wie das Ganze funktioniert, geht das wirklich relativ einfach. Nach einer Weile, finde ich, geht es sogar noch etwas leichter als beim Dyson. Also da kann man gar nicht meckern. Die Verschlüsse sind eigentlich recht ordentlich. Lediglich der seitliche Verschluss, der den transparenten Schmutzbehälter fest klappt, also hier dieser an der Seite, den finde ich ein bisschen,
ein bisschen einfach konstruiert. Also er sitzt nicht so richtig stramm. Also er hat zwar funktioniert im Test, es gab gar keine Probleme, da kann ich gar nicht mosern, aber man hat nicht so richtig das Vertrauen, dass das vielleicht nach 2, 3 Jahren immer noch so richtig rastet. Also er geht einfach ein bisschen zu leichtgängig über diesen transparenten Behälter. Das ist auf jeden Fall nicht so gut verarbeitet wie bei dem Dyson. Überhaupt macht der Kunststoff auch bei Dyson einen wertigeren Eindruck. Hier scheint der Kunststoff etwas weicher zu sein. Das merkt man manchmal, wenn man, ich zeige es nachher noch, wenn man die Bürste beispielsweise wechselt. Da muss man ja auch mit einer Münze das aufdrehen. Da hinterlässt man doch schneller Kratzspuren. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung während der Testzeit. Wir haben den jetzt ungefähr 3 Wochen getestet. Da gab es wirklich keine Probleme, ne? Aber irgendwo muss natürlich auch der Preisunterschied herkommen. Die Ausstattung ist ja wirklich nicht schlecht bei dem Gerät hier. Und wie gesagt, der kostet um die 100 und ein Dyson-Gerät kostet, ja, ich glaube, das günstigste kostet ein vergleichbarer, der V6, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kostet er über 300, der Total Clean kostet über 450 und der V8 kostet, glaube ich, im Augenblick noch über 500 Euro. Aber die Preise und die Tests von den Geräten, die ich jetzt genannt habe, die findet ihr ebenfalls alle auf meiner Seite. Könnt ihr auch gerne mal selbst vergleichen. Zum Vergleich seht ihr gerade hier im Bild nochmal links den Dyson und rechts den DeBeer. Also links, das ist der Dyson V6 Total Clean, der ist jetzt in Rot. Es gibt aber auch andere Dyson, die eine andere Farbe haben, dann noch etwas ähnlicher aussehen. Aber ihr seht auch hier die Unterschiede in der Bürste. Die Dyson-Bürste ist natürlich wesentlich wertiger. Das hier ist eine Direktantriebsbürste vom Dyson. Die wird innen drin mit einem Motor angetrieben. Die hat mehr Power und ist natürlich auch in der Breite natürlich größer. Auch das Saugrohr ist etwa 3 mm beim Dyson stärker. Durch leichtes Drehen oben kann man den Filter entfernen. Das ist ein bisschen anders konzipiert als beim Dyson, aber durchaus auch bequem. Da kann man gar nicht meckern. Das ist praktisch so ein Vorfilter und nochmal dann dieser Feinfilter. Und laut Anbieter soll das auch ein HEPA-Filter sein, der eben auch für Allergiker sehr gut und nützlich sein sollte. Das geht also sehr einfach mit dem Filter. Man muss nur die Kappe richtig ansetzen. Da ist aber vorne eine Markierung. Wenn man darauf achtet, geht das wirklich sehr leicht. Im Test hat sich auch gezeigt, dass er eigentlich relativ wenig verschmutzt. Also der Schmutz wird eigentlich gut vor dem Filter festgehalten. Sollte er mal verschmutzen, so soll man den auch laut der englischen Anleitung, die mitgeliefert wird, auch einfach auswaschen können. Also im Test mussten wir das eigentlich nicht machen, weil der eigentlich wirklich sich kaum verschmutzt hat in den 2, 3 Wochen, die wir das Gerät jetzt hier im Haushalt eingesetzt haben. Hier, das ist die Steckverbindung, die funktioniert ähnlich wie beim Dyson. Wie gesagt, sie ist nicht kompatibel, aber sie funktioniert ähnlich. Sie leitet ja auch den Strom für die Elektrobürste weiter. Ne? Also da müsst ihr euch da nicht um Kabel scheren oder sowas. Das ist alles da in dem Rohr fest eingebaut. Neu ist eben der Griff, den ihr am Rohr oben gesehen habt. Das gibt es bei den Dyson nicht. Das ist aber durchaus bequem. Also wenn man mal an der Decke staubsaugen möchte, fand ich den Griff gar nicht übel. Man braucht ihn nicht unbedingt hier immer zu nutzen, aber manchmal macht es durchaus Sinn, da die zweite Hand da für den Staubsauger zu nutzen. Man kann die Bürsten, das ist ja jetzt die Elektrobürsten, natürlich auch alle direkt in das Gerät anstecken. Das ist ja gerade der große Vorteil des Staubsaugers oder dieser Bauform. Denn dann kann man eben den Staubsauger auch bequem als Handstaubsauger benutzen.
als richtig kraftvollen Handstaubsauger. Nicht als so ein kleines Ding da, um ein paar Gründe zu staubsaugen, sondern hier kann man dann schon richtig eine Couch staubsaugen oder das Auto könnte man staubsaugen. Solche Dinge eben. Ne? Da kann man natürlich jetzt alle Bürsten und Düsen benutzen. Auch das Wischtuch, den Wischtuchaufsatz oder auch die Kombibürste. Und könnte dann eben auch natürlich die Fugenbürste, also die Kombibürste ist ja praktisch Fugenbürste und Polsterbürste in einem. Je nachdem, man kann eben diesen Borstenaufsatz kann man nach vorne schieben oder nach hinten schieben. Und da hat man entweder die Fugendüse oder die Polsterdüse, kann man eben auf der Couch saugen, aber auch auf Möbeln kann man mal den Schmutz runterholen. Das funktioniert ganz gut. Man muss aber hier, ihr habt es eben gesehen, immer so ein kleiner Adapter dazwischen stecken. Warum das der Hersteller so geregelt hat, keine Ahnung, aber der Hersteller bietet, soweit ich weiß, auch noch andere Staubsauger an. Er bietet auch, glaube ich, Staubsaugerroboter an. Und vermutlich hat er da eben irgendwelches anderes Zubehör, was eine andere Steckverbindung hat. Deswegen hat er das vielleicht mit dem Adapter gelöst. Keine Ahnung. Aber das geht eigentlich relativ gut, da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Später gibt es mit der Steckverbindung ein bisschen Probleme. Das Problem ist, wenn sie schmutzig wird, das zeige ich euch nachher noch, dann fängt sie an zu klemmen. Das hat mir also gar nicht gefallen, denn sie klemmt also richtig heftig, wenn der Schmutz reinkommt. Also ihr müsst auf jeden Fall sauber halten, sonst braucht ihr eine richtige Kraftanstrengung, wenn ihr das Ganze wechseln müsst. Das ist bei den Dyson wesentlich besser. So, jetzt lade ich das Gerät erstmal auf. Dazu stecke ich das Netzteil hinten in die Buchse. Er hat nämlich keine Wandhalterung, wie es beispielsweise die Dyson-Geräte haben. Es gibt auch keine Ladestation, wie es die AEG oder ich glaube, Bosch hat auch eine Ladestation, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Bei Bosch bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, die AEG werden ja immer so eine Ladestation gestellt. Das fand ich immer sehr bequem. Das geht leider bei dem Gerät nicht. Hier muss das Ladegerät hinten eingesteckt werden. Das Gerät selbst steht auch nicht. Es muss also immer gelegt werden oder eben irgendwo an der Wand angelehnt werden. Eine LED signalisiert, eine blinkende LED signalisiert, dass es geladen wird. Leuchtet die LED dauerhaft, ist das Akku voll. Die Ladezeit beträgt in der Regel etwa 5 Stunden, ist also auch etwas höher als bei den Dyson-Geräten. So, hier messe ich erstmal die Lautstärke. Die ist in 1 Meter Entfernung, haben wir so im Schnitt gemessen, 75,6 dBA. Das ist also schon eine Ecke lauter als bei dem Dyson. Und auch vom Klang her ist der Eindruck schon wesentlich lauter als beim Dyson. Dennoch, man kann damit leben. Hier einige erste Tests auf ganz normalen Boden. Wir haben natürlich hier im Haus alles Mögliche gesaugt. Wir haben hier den Staubsauger fast 3 Wochen getestet. Und da haben wir natürlich Teppich, Laminat, Vinyl, Couch und was man alles so findet, auch hochflorigen Teppich. Das haben wir alles hier gesaugt und in der Praxis haben wir natürlich auch festgestellt, wo es so ein bisschen hakt und wo er eben seine Stärken und Schwächen hat. Aber wir haben natürlich gleich auch noch ein paar Tests gemacht, wo wir die Saugleistung dann noch mal ein bisschen genauer bestimmen. Was zu sagen ist, die Laufzeit beträgt in der Regel etwa 31 Minuten. Ich glaube, ich hatte es noch nicht gesagt. Mir angegeben hat der Hersteller 30 Minuten und wie gesagt, gemessen haben wir 31, manchmal sogar 32. Das ist also okay, da kann man gar nicht meckern. Das ist eine ordentliche Saugzeit. Er hat aber nur eine Stufe, er hat also keine Maximal- oder Turbo-Taste, wie beispielsweise der Dyson. Also im Haushalt hat das seine Arbeit eigentlich recht ordentlich gemacht. Da hatten wir eigentlich wenig zu meckern. Also wir haben alles Mögliche gesaugt und hatten nachher auch einen recht vollen Behälter. Also bei 3 Katzen bleibt das nicht aus. Also Haare hat er von Hartboden natürlich sehr gut aufgenommen. Von Hartboden hat er natürlich auch Katzenstreu aufgenommen. Da haben ja manche auch so ihre Probleme. Etwas mehr Probleme hatte er mit Haaren auf Teppichen.
Die hat er nicht ganz so gut ausgekämmt. Das liegt daran, dass wohl die Bürste relativ weich ist, hat also keine harten Borsten. Sie ist doch etwas besser auf Hartboden. Also für Teppich ist sie nicht ganz so ideal. Da ist der Dyson deutlich stärker. So, hier öffne ich das erste Mal praktisch die Bürste unten. Das geht auch mit einer kleinen Münze oder mit einem Schraubenzieher. Ich habe es hier mal mit einer kleinen Münze probiert. Das passt nicht so optimal. Beim Dyson geht das mit einer Münze besser. Hier sollte man, glaube ich, doch eher einen Schraubenzieher zur Hilfe nehmen. Man merkt aber, dass, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass der Kunststoff weicher ist. Also mit der Münze hinterlasse ich hier doch kräftige Kratzer. Also das sollte man vielleicht doch vermeiden. Also da muss man etwas vorsichtiger mit umgehen. Also die Robustheit des Kunststoffes, wie es beim Dyson ist, ja, scheint hier nicht der Fall zu sein. Aber wie gesagt, irgendwo muss ja der Hersteller auch dieses Geld sparen. Der kostet 100 Euro und den Dyson, den V6 Total Clean, den ich jetzt hier im Vergleich heranziehe, kostet ja fast 450 Euro, glaube ich, im Augenblick. Die Bürste, ihr habt sie ja gesehen, ist an einem Gummiring befestigt. Das heißt, sie ist nicht so leicht zu entnehmen wie bei anderen Akkustaubsaugern oder dem Dyson. Man muss jedes Mal immer den Gummiring wieder umhängen. Das geht zwar, es ist nicht so riesig schwierig, aber es ist halt etwas umständlicher. Natürlich ist das Ganze auch keine Direktantriebsbürste, sondern ihr seht es ja, die wird mit einem Riemen angetrieben. Das gibt es beim Dyson auch, diese Bürsten, aber beim Total Clean, den wir jetzt hier im Vergleich heranziehen, da ist es eine Direktantriebsbürste. Wie gesagt, da sitzt der Motor in der Bürste drin. Die Bürste ist auch wesentlich größer, hat andere Borsten, obwohl es auch Carbonfasern sind. Also das kann man nicht direkt vergleichen. Also die Dyson-Bürste ist tatsächlich wesentlich hochwertiger. 22,3. Hier habe ich das Gerät nochmal gewogen. Also es wiegt mit Bodenbürste und Akku etwa 2,3 Kilo. Ich glaube, man sieht es hier nicht so gut im Bild, aber ihr findet es auch bei mir auf der Tabelle. 2,3 Kilo. Damit ist er tatsächlich leichter als der Dyson, kommt aber einem doch etwas schwerer vor, weil das Gerät etwas schwerer ist und die Bodenbürsten einfach leichter sind. Also das Gewicht ist ein wenig ungünstiger verteilt, finde ich. So, hier sieht man nochmal den Wischaufsatz oder die Wischdüse in Aktion. Also ich fand sie durchaus gar nicht schlecht, insbesondere wenn man das Mikrofasertuch, was da ja dran ist, etwas befeuchtet oder etwas Reiniger drauf bringt. Dann kann man eben tatsächlich eben den Boden auch noch wischen, also man bekommt einfach Flecken da am Laminat noch weg, die man eben durch Saugen nicht wegbekommen könnte. Ob man sich allerdings daran gewöhnen kann, mit dem Staubsauger zu wischen, ja, das weiß ich nicht so richtig. Aber man muss eben zugeben, dass ein gewisser Vorteil vorhanden ist, weil eben eventuelle Krümel, die noch auf dem Teppich liegen, dann vor dem Wischen eben noch mit aufgesaugt werden und das Tuch eben nicht, ja, zusätzlich verschmutzen. So, um die Saugleistung jetzt genauer bestimmen zu können und eben auch mit anderen Akkustaubsaugern vergleichen zu können, machen wir jetzt den Saugtest. Wenn ihr meine Webseite schon kennt oder den Kanal schon kennt, dann kennt ihr diese Tests alle schon. Ich werde jetzt hier auf dieser Schmutzmatte praktisch eine Dose Quarzsand verteilen. Ich wiege die vorher nochmal und wiege nachher auch den eingesaugten Sand. Das heißt, ich fahre nachher mehrfach mit dem Staubsauger darüber und versuche eben den Sand so gut wie möglich wieder herauszusaugen und messe dann eben mit der Waage den aufgesaugten Sand. Deswegen muss ich hier erst immer die leeren Behälter nochmal wiegen, weil die muss ich natürlich dann abziehen. Und als Ergebnis sage ich euch dann genau, wie viel Prozent er von dem verteilten Sand hier aufgesaugt hat. Und das gleiche Ergebnis haben wir ja auch bei anderen Tests, die wir mit anderen Staubsaugern gemacht haben.
Und so kann man recht gut vergleichen, wie gut die Saugleistung wirklich ist. Und das ist eigentlich noch wesentlich besser als ja, Saugleistungsangaben, denn sehr oft ist eben auch die Bürste ausschlaggebend, wie gut gesaugt wird. Das ist ja immer ein Zusammenspiel von Bürste und Saugleistung. Und das wird eben beides hier bei diesem Test berücksichtigt. Deswegen ist das doch ein recht aussagekräftiger Test. Und die Werte bei den verschiedenen Staubsaugern, die könnt ihr alle auf meiner Webseite www.akku-und-roboter-staubsauger.de abrufen und euch selbst anschauen. So, der Quarzsand ist jetzt hier verteilt, ein wenig eingerieben, damit es der Staubsauger nicht ganz so leicht hat. Und ja, jetzt sauge ich einfach mal ein bisschen. So, am Schluss schüttle ich jetzt immer noch mal ein bisschen, um zu sehen, ob hier Schmutz rausfällt. Wir hatten auch schon Staubsauger, wo dann plötzlich eine ganze Ladung an Schmutz wieder rausfiel. Deswegen mache ich das immer am Schluss noch mal. Aber das ist hier in Ordnung. Er hat übrigens auch so eine Rückschlagklappe, dass normalerweise eben der Schmutz nicht rausfällt, wie eben der Dyson auch. Das ist oben ja bei dem Anschluss praktisch, bei der Buchse. So, ich werde jetzt mal den Schmutz, den er aufgesaugt hat, wiegen. Das heißt, ich wiege den kompletten Behälter, ziehe dann das Gewicht des Behälters ab. Und ich weiß ja, wie viel Schmutz ich verteilt habe und da kann ich das alles umrechnen. Und das habe ich auch schon bereits gemacht, weil ich das Video ja hier im Nachhinein kommentiere. Also der Behälter hat hier jetzt 486 Gramm gewogen, vorher waren es 456 Gramm. Also er hat 36% an Quarzsand aufgesaugt. Ich fülle das jetzt auch hier nochmal in die Dose, damit ihr das optisch nochmal ein bisschen besser auch nochmal seht. Aber das hat jetzt keinen Einfluss mehr auf diesen Wert. Also 36%, das ist unterdurchschnittlich. Also es ist für einen Akkustaubsauger, muss man sagen, kein guter Wert. Also das könnte deutlich besser sein. Für einen Roboter, für einen Saugroboter wäre es ganz ordentlich, obwohl es auch da Saugroboter gibt, die besser sind. Aber für einen Akkustaubsauger ist es nicht gut. Also Teppichergebnis, da bin ich doch ein bisschen enttäuscht vom dBA. Schade. Wäre natürlich ein Schnäppchen gewesen, 100 Euro. Wie gesagt, das ist ein günstiger Preis um die 100 Euro. Dyson, wie gesagt, 450 zum Beispiel der Total Clean oder andere Modelle und vielleicht um die 300. Aber man muss sagen, Dyson schafft bei diesem Test fast 100%, 98%. Und selbst andere Saugroboter, wie zum Beispiel der Severin, der schafft hier auch, der hat ja ein ähnliches Gehäuse, also auch diese Pistolenform, der schafft immerhin auch noch 45%, auch besser. Aber man muss natürlich Fairheit halber natürlich immer auch sagen, auch der Severin ist noch eine ganze Ecke teurer. Ne? Der dBA ist natürlich enorm günstig und beim Preis um die 100 Euro lässt er natürlich wenig Spielraum für Kritik, denn die anderen kommen da im Preis nicht heran. Also von daher, wenn man das ins Verhältnis setzt, ist das auch noch okay. Dennoch muss man eben überlegen, wenn man wirklich Teppich hat, würde ich doch auf einen Staubsauger setzen, der hier eine höhere Saugkraft hat. Aber wir schauen nachher nochmal, vielleicht ist der ja für Hartboden empfehlenswerter. Da haben wir ja auch schon in der Wohnung recht gute Ergebnisse
erzielt. Ich mache jetzt aber hier erst nochmal einen Test, einfach nochmal auf einem anderen Teppich, einfach um das Testergebnis hier nochmal auf einem Teppich mit etwas höherem Flor. Das heißt, das ist eigentlich ein anderer, das ist Tufting-Schlinge oder sowas ähnliches nennt sich das. Also das ist einfach ein etwas höherer Teppich. Und schauen wir doch mal, ob da nochmal ein ähnliches Ergebnis rauskommt. Denn meistens sind die Akkustaubsauger bei diesem Teppich, weil er eben einfach höher ist und der feine Quarzsand, man muss schon sagen, Quarzsand ist natürlich ein schwieriger Schmutz. Und bei so einem Teppich hier schaffen dann die Akkustaubsauger meist ein bisschen weniger, weil eben der Schmutz durchfällt. Der fällt in der Regel durch die Reibung auch bis nach unten zum Boden und dann hat der Staubsauger wenig Gelegenheit oder hat schon einen recht großen Abstand zum Schmutz und da braucht man dann schon ganz schön Saugkraft, um da wieder was rauszuholen. So, schauen wir jetzt mal, was er hier gesaugt hat. Hier habe ich ja den Schmutz etwas mehr in dem mittleren Bereich verteilt. Ganz einfach, weil wir das bei den Robotern auch machen, um eben auch diesen Wert mit den Saugrobotern etwas besser vergleichen zu können. Also man sieht, hier fällt schon einiges raus, aber das ist natürlich auch zu erwarten, weil wie gesagt, Quarzsand ist schwierig und wir haben es ja eben gesehen, die Saugkraft ist nicht die beste. Wir messen das jetzt nochmal und dann schauen wir mal, was da rauskommt. So, Behälter abklicken. Also hier merkt man wieder, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn die Steckverbindung klemmt relativ stark, wenn Schmutz rankommt. Das ist auch noch so ein Nachteil, der mir im Test nicht gefallen hat. Die müsst ihr also wirklich immer gut säubern, dann klappt das wieder gut. Wenn da Schmutz drin ist, dann ist das wirklich nervig. So, also, wir haben hier gewogen 482 Gramm, vorher waren es 456. Das heißt, er hat hier 31% zurückgesaugt. Das ist ein Ergebnis, was man erwarten konnte, nachdem wir eben 36 gemessen haben. Das ist okay. Wie gesagt, allgemein, es ist unterdurchschnittlich. Ne? Also im Vergleich zu den guten Marken, die wir schon getestet haben, von AEG, Bosch, Dyson, auch Severin, da liegt das einfach ganz, ganz weit hinten. Also ich glaube, wir haben nur ein Modell getestet, wo das noch etwas schlechter war. Allerdings ist der DBRF6 auch das günstigste Modell, was wir getestet haben. So, jetzt testen wir nochmal, was der Staubsauger auf Hartboden schafft. Denn Hartboden ist ja heute sehr weit verbreitet. Viele Leute haben ja kaum noch Teppich im Haus. Von daher kann natürlich den Leuten, die jetzt nur Hartboden, Laminat, Parkett, Vinyl oder was auch immer im Haus haben, der Teppichtest ziemlich egal sein. Denn für die ist natürlich nur interessant, wie gut saugt der Staubsauger auf Hartboden. Und hier ist ja gar nicht so viel Saugkraft notwendig. Das ist ja auch immer ein Vorteil, den die Roboter-Staubsauger ausnutzen. Hier kann man ja mit relativ geringer Saugkraft gut arbeiten. Hier ist nämlich wesentlich wichtiger neben der Saugkraft die Leistung der Bürste. Wie erfasst die Bürste den Schmutz? Ich habe jetzt hier Katzenstreu, grobes Katzenstreu, Semmelmehl und wieder Quarzsand verteilt. Und der größte Schwierigkeitsgrad ist hier immer das grobe Katzenstreu. Wir haben also schon einige Staubsauger gehabt, die bei dem Katzenstreu ein bisschen Probleme haben, weil diese Teile relativ schwer sind. Also hier brauchen wir schon etwas Saugkraft, damit die das Rohr hinauf gesaugt werden können und im Behälter landen und nicht beim Abstellen wieder alle herausfallen. Und dann schauen wir uns nochmal an, ja, wie schnell das Ganze geht.
und wie er auch bei dem Rand säubert. Also schaut einfach mal zu. So, also man sieht schon, das macht er hier wieder ganz ordentlich. Also das ist so eine Disziplin, die er mag. Also da kommt jetzt auch die Carbonbürste, die feine Carbonbürste, die ja sehr weich ist, zum Zuge. Da hat sie ihre Vorteile. Sie nimmt den Schmutz doch recht stark und schnell auf. Das habt ihr gesehen, macht eigentlich relativ, schon bei 1, 2 Überfahrten ist die Stelle eigentlich sauber gewesen. Das ist eigentlich ordentlich, da kann man gar nicht meckern. Auch den Rand ordentlich sauber, da kann man wirklich nicht meckern. Auch beim der Schütteltest, 1, 2 Körnchen sind rausgefallen, das ist okay. Das kann bei jedem Staubsauger mal vorkommen. Das ist okay. So, zum Schluss jetzt nochmal ein Randtest. Das ist ja auch noch ganz wichtig, wie gut kommt der Staubsauger in die Ecken und in die Ränder. Wir haben es eigentlich eben schon bei dem Quarzsandtest gesehen und den Katzenstreutest, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Aber jetzt machen wir es nochmal ein bisschen schwieriger. Wir haben hier mit einer speziellen Dose den Schmutz ganz genau am Rand verteilt. Den Quarzsand, der geht jetzt wirklich bis in die Ecken rein. Und das ist natürlich jetzt für den Staubsauger ein bisschen schwieriger. Und da schauen wir mal, wie gut er da oder ob er überhaupt den Schmutz hier aus den Ecken herausbekommt. Denn meistens haben die Düsen ja einen kleinen Abstand und dann kann das manchmal ein bisschen schwieriger werden. Ich fahre jetzt hier erstmal parallel entlang und versuche jetzt einfach mal so gut wie möglich hier mit geschickten Hin- und Hergefahre den Schmutz rauszubekommen. Aber man sieht, es klappt nicht so 100%. Also das könnte hier beim Parallelfahren besser sein. Also da kriegt ihr den Schmutz nicht aus der letzten Ecke. So ungefähr 1, 2 Millimeter bleibt da doch in den Ecken noch liegen. Könnte noch ein bisschen besser sein, aber wie gesagt, das ist auch nicht einfach. Da haben natürlich auch andere Staubsauger ihre Probleme. Denn ganz in die Ecken kommen wenige oder eigentlich kommt man da gar nicht. Nur manche Staubsauger wie der Dyson, die haben so hohe Saugkraft, die saugen das dann auch noch bei der Parallelfahrt aus den Ecken. Aber man kann sich auch hier helfen. Ihr seht es jetzt, da bin ich dann drauf gekommen. Denn wenn ihr vorne in die Ecken fahrt, wenn ihr frontal auf die Seiten auffahrt, dann nehmt ihr den Schmutz tatsächlich zu 100% auf. Also ich habe das jetzt hier bei allen Kanten gemacht und habe dann den Quarzsand auch nochmal gewogen nachher. Wir machen das bei dem Test, wiege ich das hier auch nochmal, um zu sehen einfach nochmal, wie viel Prozent er genau aufnimmt. Und ich kann euch sagen, er hat hier dann auf diese Weise hier 100% wieder aufgenommen. So, von daher kann man durchaus sagen, das ist auch okay. Da kann man nicht meckern, man muss sich eben nur zu helfen wissen. Jo, ich zeige euch das jetzt nochmal. Ich messe das gleich nochmal. Und das soll es dann eigentlich auch gewesen sein. Ich glaube, ich konnte euch das Gerät jetzt ganz gut nahe bringen. Ihr könnt euch jetzt selber ein Bild machen. Bei Teppich konnte es mich nicht so richtig überzeugen, das muss ich sagen. Also bei Teppich würde ich auf ein Gerät mit höherer Saugleistung übergehen. Denn da ist es doch schon wichtig, dass man wirklich auch ein bisschen tiefer gehend den Schmutz heraussaugen. Da kann dieser Staubsauger, ähnlich wie es auch meistens Akkustaubsauger, Saugroboter können, nur relativ oberflächlich reinigen. Ein bisschen in die Tiefe geht er schon, aber es ist bei Teppich nicht überzeugend. Hier seht ihr es nochmal, das Ergebnis umgerechnet, wie gesagt, 100% hat er jetzt hier von der Fläche auf Hartboden aufgenommen. Also da gibt es
nichts zu meckern. Also bei Hartboden ist er durchaus eine Überlegung wert, insbesondere wenn man auch den günstigen Preis berechnet. Natürlich macht das Material und die Verarbeitung nicht ganz so einen wertigen Eindruck wie die Markengeräte, die wir eben auch schon getestet haben. Das ist bei dem Preis auch nicht zu erwarten. Man muss da auch fairerweise den Preisunterschied rechnen. Den Total Clean, den wir hier im Vergleich herangezogen haben, kostet 450, der hier um die 100. Das muss sich natürlich irgendwo auch zeigen, aber wir haben jetzt im Test keine Fehlfunktion festgestellt oder dergleichen. Er hat das gemacht, was ich euch gezeigt habe, und inwieweit euch das reicht oder ja, das müsst ihr natürlich selber beurteilen. Ich kann jetzt auch gar keine Aussage zur Haltbarkeit machen, denn dazu müsste man das Gerät dann eben erst 1-2 Jahre testen und dann kann man sagen, es hat nur ein Jahr gehalten oder ein halbes Jahr und dann ist es im Eimer. Das weiß ich nicht. Wir haben es hier 3 Wochen getestet. Da hat er wirklich gut funktioniert. Ich habe euch, glaube ich, alles gesagt, was es da zu sagen gibt, und was ich jetzt vergessen habe, findet ihr noch auf meiner Webseite. Schaut einfach mal rein, www.akku und roboterstaubsauger.de. Ich hoffe, der Test hat euch ein bisschen was geholfen. Wäre super, wenn ihr den Daumen nach oben macht oder vielleicht den Kanal oder meinen Newsletter abonniert. Bis dann mal wieder. Ciao.